Hallo meine Lieben, heute habe ich als Idee für die Geschenkverpackung eine Dose. Die habe ich gekauft und die werde ich natürlich ein bisschen aufhübschen, damit die dann eben auch als Geschenkverpackung geeignet ist. Wie ich das mache, das seht ihr gleich nach dem Intro. Für das heutige Video habe ich so eine Dose. Die habe ich bei mir, ich glaube, das war in der Mikro, habe ich die gekauft oder Ottos Warenposten, ich weiß es nicht mehr. Ich sehe einfach manchmal Sachen, wo ich so denke, na, das wäre ganz cool und ich dachte mir so, das eignet sich super so als Dose, wenn man mit dem Geschenk dazu quasi zum Beispiel Kekse oder was Süßes mit verschenken will, dachte ich mir, anstatt das so in eine Tüte zu machen, wäre doch das cool, wenn man das so in eine Dose macht, die man dann wiederverwenden kann oder immer wieder auffüllen kann. Und also es geht jetzt nicht nur für Süßigkeiten, ihr könntet das tatsächlich auch als Geschenkverpackung verwenden, weil ich finde immer, zum Beispiel, wenn man Gutscheine schenkt oder sowas, finde ich es immer cool, wenn es nicht nur ein Briefchen ist, wo ein Gutschein drin ist, sondern wenn man es so ein bisschen spaßig verpackt. Und da könnte ich mir gut vorstellen, hier einfach ein paar Süßigkeiten reinzumachen und den Gutschein da reinzumachen. Ne? Auch das eine Idee. Somit ist es quasi Geschenkverpackung, aber eben auch cool, weil man es wiederverwenden kann. Jetzt gucken wir uns kurz an, was ich da drauf machen will, weil ich dachte mir, ich möchte ein cooles Design haben und zwar möchte ich ganz viele einzelne Punkte drauf haben und dann irgendwie so einen Schriftzug von wegen Faltenglitter. Ne? Und dazu habe ich von Aslan so eine Folie, da dachte ich, die passt eigentlich wunderbar. So ein mattes Gold, was ich ganz cool finde und das will ich da drauf machen. Was ich zuallererst kurz machen muss, ist ein Test, weil ich das Material mit dem Maker noch nicht geschnitten habe. Machen wir hier was Kleines, 2 cm sollten ausreichen. Und dann mache ich da einen Kreis rein, oder ein Dreieck, ist eigentlich besser, ne? Dreieck reinmachen, das kleiner ist. Packe ich da einfach in die Mitte rein. Dann verbinde ich das und gebe das hier schon mal an den Plotter. Sage weiter. Ich versuche es jetzt mal mit den normalen Vinyl-Einstellungen. Mal gucken, ob das funktioniert. Das heißt, ich mache hier einfach kurz ein kleines Stück auf die Matte drauf. Und versuche das kurz auszuplotten. Kann man das kurz angucken, ob das funktioniert hat. Hat wunderbar geschnitten und nicht durchgeschnitten, von dem her nehme ich die Vinyl-Einstellung. Dann kann ich hier sagen, ich bin fertig und das wieder löschen. So. Jetzt kommen wir zum Schriftzug. Ich nehme hier mal Faltenglätter. Und können wir bei den Schriften kurz gucken. Ich nehme mal meine Systemschriften. Ich finde dieses BF Gingerbread eigentlich ziemlich cool. Mal gucken, ich dupliziere das kurz und versuche noch eine andere Schriftart. Der Bereich, wo ich was draufbringen will, der ist 13,5 cm hoch und der Umfang ist 34,5.
So. Geben wir dann noch kurz eine andere Farbe. Bringen den drunter. So. Jetzt weiß ich, das ist schon mal zu groß. Ich würde sagen, 12 ist der größte Abstand, den ich haben will. Ich muss das nochmal schreiben. Ich habe es mir anders überlegt. Ich glaube, wir machen sowas. Das heißt, hier oben habe ich American Typewriter. Das ist, glaube ich, eine Schrift, die ich von Adobe habe. Und Sisterhood ist, glaube ich, eine, die ich von Dafont hatte. Jetzt brauchen wir auch beim A wieder unsere R-Pünktchen, ne? Nehmen wir die so. So, und jetzt brauche ich noch ein paar Punkte, ne? Und die will ich wirklich klein haben. Mama 0,75 in der Größe. Somit können wir das hier löschen. Das hier werde ich verschweißen. Dann haben wir das schon mal. Und hier von den Punkten brauche ich noch so ein paar. Da mache ich einfach Ctrl-C, Ctrl-V. Platziere die nebeneinander. Dann nochmal Ctrl-C, Ctrl-V. Nochmal. Und das wiederhole ich jetzt einfach ein paar Mal, bis ich genug von diesen Punkten habe. Das sollte an Punkten definitiv ausreichen. Die verwende ich jetzt einfach mal. Und dann haben wir noch unseren Faltenglätter. Und so übergebe ich das eigentlich schon an den Plotter. Und sage eben Vinyl, weil das hatte ich ja vorhin getestet, dass das funktioniert. Das habe ich auch schon auf die Matte draufgelegt und natürlich vorher geguckt, dass ich genug Material habe, dass das dann auch alles drauf Platz hat. Und jetzt können wir das eigentlich auch schon schneiden lassen. Und wenn er durch ist, können wir das rausnehmen und von der Matte lösen. Dann trenne ich mal die beiden Sachen voneinander, das heißt die Punkte vom Schriftzug. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu groß gegangen. Der ist schon reichlich groß, aber ist ja eigentlich auch eine große Dose, ne? Und da gucken wir mal, wie gut sich das entgittern lässt. Wunderbar. Das könnte man sogar verwenden irgendwo, um so ein Muster drauf zu bringen. Sieht eigentlich auch ganz cool aus, ne? Das sind die Punkte. Und jetzt müssen wir hier noch dieses Ding entgittern. Das müsste eigentlich alles sein. Dann brauche ich hier Folie, um das zu übertragen.
Ich werde auch immer wieder nach dieser Rolle gefragt. Das ist eine Rolle oder ein Übertragungsmedium, was es bei plotterfolien.ch gibt, aber die liefern leider nur in die Schweiz und Luxemburg. Von dem her kann ich euch da leider keinen entsprechenden Link geben. Respektive denen nicht, die außerhalb der Schweiz wohnen. Ne? Tut mir leid. Aber ich liebe die Folie so. Deshalb verwende ich sie trotzdem immer wieder in meinen Videos, weil sie halt einfach wirklich praktisch ist zum damit arbeiten. So, müssen wir das Ganze feststreichen. Dann nee, das wird nichts mit der Folie. Die haftet zu wenig. Ich hätte nicht zu laut sagen sollen, dass man mit der gut arbeiten kann. Ne? Nehmen wir etwas, was ein bisschen besser klebt. Und solche Folien verwende ich natürlich nicht nur einmal, sondern die versuche ich wirklich auch immer wieder zu verwenden. Wir uns die an, ob das besser geht. Ja, geht definitiv besser. Oder zumindest dachte ich das. Einen ganz lieben Gruß an die, die immer sagen, bei mir sieht alles so einfach aus, ne? Es gibt auch Folien, die mich an die Grenzen führen. Ich hoffe, das liegt jetzt wieder richtig. Ja. Gut, jetzt brauche ich da noch Backtrennpapier. Versuche es mal in der Größe. Und dann gucke ich, wo die Naht ist. Die ist hier hinten. Dann habe ich hier so Stückchen vom Radiergummi, die ich jeweils einfach verwende, um das Ganze zu platzieren, damit es nicht wegrollt. Und jetzt können wir das hier drauf platzieren. Möglichst mittig und gerade. Ich glaube, das ist es. Jetzt ziehe ich lege das hier einfach runter und klebe das an einer Seite fest. Dann hebe ich es wieder hoch, nehme das Backtrennpapier weg und dann versuche ich das hier möglichst gleichmäßig runterzustreichen. Und dann natürlich gut feststreichen, damit es auch an der Dose haftet. So, dann lösen wir die Übertragungsfolie, die ziehe ich einfach wirklich schön glatt ab. Also ne, ich ziehe die so ab. Also die liegt quasi auch auf der Dose, während ich die wegziehe. So, dann wie gesagt, die bewahre ich auf und verwende die für ein anderes Projekt, logischerweise auch wieder.
kontrolliere ich hier jeweils noch, ob ich irgendwo kleine Bläschen habe. Gerade so bei Buchstaben kann man die eigentlich noch ausschieben. Ah, das sieht doch schon mal richtig cool aus. Faltenglätter. Und jetzt kann ich die Dose noch ein bisschen weiter dekorieren und hier einfach noch so ein paar Punkte drauf machen. Kennt ihr das, wenn man nicht weiß, wann man aufhören sollte? Aber ich glaube, das reicht an Punkten. Ich hatte auch am Anfang, ich hatte ja gestartet hier drinnen, auch Punkte aufzukleben. Aber ich habe gemerkt, das war dann wie zu viel in der Schrift drinne, weil die schon sehr groß ist. Von dem her konnte ich die vorsichtig wieder lösen und habe die umplatziert. Aber das sieht doch schon mal sehr cool aus, ne? Hier. Goldgepunktete Dose. Faltenglätter. Ne? Und jetzt dachte ich mir so, ne, damit das Ganze festhält, ich möchte da keinen Kleber irgendwie oben drüber machen, sondern ich mache das mit einem Band. Und zwar rosa. Ich versiegle das jeweils an den Enden kurz, damit es nicht aufdröselt. Und unten an der Dose muss ich einen Kleber dran machen. Sieht man ja von unten nicht, aber sonst verrutscht das Band. Dann weiß ich, dass das hier die Hälfte ist. Dann mache ich einen Kleber drauf. Und jetzt guckt mich der Schriftzug an und ich kann da gucken, dass ich schön in der Mitte liege. Und das hier festmachen. So verrutscht mir das auch nicht. So. Und jetzt kann ich oben noch eine Schlaufe machen. Ich schummle jeweils hier oben noch ein bisschen und nehme so Klebepunkte und mache die hier drunter, einfach damit das da liegen bleibt, wo es liegen soll. Und so habt ihr ganz einfach eine Geschenkverpackung, die dann auch weiterverwendet werden kann als zum Beispiel Süßigkeitenbox für die Momente, wo man kurz was Süßes braucht, ne? Mit einer witzigen Schrift drauf und diesen goldenen Punkten. Das war auch schon die Idee, die ich heute mit euch teilen wollte. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und auch das Video und dass ihr Lust habt, sowas selber auch auszuprobieren und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!